Here we go again. Let's go. Pow, pow. So, ich bin's wieder. Euer Blitzplay, was geht ab? Willkommen beim neuen Livestream zu Deadly Premonition 2, dem besten Spiel aller Zeiten. Beziehungsweise der Nachfolger zu einem der besten Spiele aller Zeiten. Für mich persönlich. Horrorspiel wohlgemerkt. Und ja, erstmal was trinken. So. Ich habe noch mal ein bisschen weiter gespielt, um gewisse Items mal einzusammeln, die wir jetzt für diese Quest brauchen. Der Herr hat Hunger oder der Herr hungert. Irgendwas in der Richtung. Ja, die Sachen habe ich gesammelt. Ich musste auch noch mal schauen, was man da genau machen muss, weil es war aus der Quest irgendwie nicht so ganz ersichtlich. Also das mit den Eichhörnchenschwänzen, das fand ich schon ein bisschen grenzwertig. Und dann muss ich noch irgendwie eine Kerze besorgen. Irgendwas in der Richtung war es. Und da dachte ich so, okay, irgendwie komisch. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall. Heute machen wir genau dort weiter. Ich habe nämlich schon 'ne, Dingsbums, eine Kerze hergestellt, die er haben wollte. Und jetzt haben wir erstmal alle Items zusammen, die wir brauchen, und die geben wir jetzt dann quasi ab. Wir starten dann im Prinzip in der Nähe der Kirche und dann geht's los. Deswegen, der lange Rede gar keinen Sinn. Ich starte schon mal das Game. Und dann geht's gleich los. Ich komme immer noch nicht klar, dass das Bestätigen auf B liegt. Das ist halt so ungewohnt. Obwohl ich es nach ein bisschen Spielen ja schon drin habe. Das ist ja nicht das Ding. Nur das Problem an dieser Geschichte ist halt immer wieder, dass bei verdammt nochmal jedem anderen Spiel Bestätigen immer auf A ist. Nur in Deadly Premonition 2 nicht. Weil es halt das Button-Layout hat vom Pro-Controller, beziehungsweise das Button-Layout von der Switch. Weil es so ein stinkfauler Port ist es dann halt auch so, okay, Mann. Ihr hättet euch mal wenigstens Mühe geben können, aber nein, hat man nicht. Ich habe übrigens auch noch Fetische hergestellt, die jetzt vor allem das Skateboard ein bisschen boosten. Was bedeutet, ihr seht es links, Höchstgeschwindigkeit, Bremsen und Haltbarkeit +1. Es gibt auch noch andere. Ich glaube, Weihrauch ist es in dem Fall, was das Skateboard verbessert. Ja. Mal gucken, wenn ich die Items habe, kann ich mir vielleicht noch was anderes gönnen. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass unsere Knarre verbessert ist und dass wir, ja, unsere körperliche Konstitution verbessern. Oh nein, ich stinke, gerade als ich reingehe. No way. Scheiße, ey. I sincerely hope this is the last of God's divine errands. Warum sagt mir mein Gefühl, dass das nicht der Fall ist? Dieses Spiel, Alter, echt. That makes two of us. Fetch Quest Incoming. Heavenly. Heavenly. Truly heavenly. He threw away all the spam, the red beans, and the spinach. I don't believe this. All this time he was only after the cans? Shh. Be quiet, Agent York. He's doing holy work. Just be quiet and watch. What a Ist das so? impressive- Hat er jetzt einen Fetisch draus gemacht, Thank oder was? you for this blessing, O Lord. Yes, Seth. Oh, Lord. As fragrant as a urinal cake. Shh. Behold, it is finished. Der hat eine Trommel The gebaut. Lord is enraptured. Take this, my lambs, and let it serve you.
Bin gleich da. Okay, dann. Just take it, Agent York. Gucken wir mal. Master Sanders' instruments have special powers. Ist das Special so? powers? Yes. Welche denn? It is the truth, my lost lambs. Have faith. The Lord guides me to create the perfect instrument for each citizen of our town. Each instrument's effects differ by person, too. In your case, you were blessed with 3 drums and a special flower. This is the will of the Lord. You must accept it and have faith. If you ever find yourself lost again, return to me at any time. Patty, I'm curious. Do you have an instrument too? Huh? Me? Of course not. Why would I ever want one of those stupid things? I'm fine just watching you adults play your silly little games. Zach, the pressed flower we took from the bathroom ended up coming straight back to us. Ja. Hätte ich mir auch sparen können, die ganzen Sachen zu sammeln. Naja. Von Pastor Sanders erhalte eine Trommel. Art und Wirkung der Instrumente scheinen von Person zu Person sich zu unterscheiden. Ich hatte noch Parfüm gekauft. Das stinke ich nicht so. Wir übertünchen das Ganze mal ein bisschen. Und jetzt? Ich habe keine Quest mehr. Nur Sidequests. Ah, speichern brauche ich eigentlich nicht. Das habe ich ja erst. Wo ist er denn hin? Kann man hier auch raus? Oh nein, die einzige große Tür, durch die die Leute rein können, ist verschlossen. Seltsam. Boah, diese Questline, die war echt anstrengend. Also in Deadly Premonition 1 hatte ich keine... vielleicht nicht... vielleicht ist es nicht ganz richtig, aber die meisten Aufträge bzw. Quests, die ich hatte in Deadly Premonition 1 Hey, waren Agent York, what's spaßig, unterhaltsam und einigermaßen gut gemacht. Aber die Questline hier, die war einfach die Pest. Fear not, Patty. Our next stop is that stylish woman's house. Her name is Helena Doman, and apparently she lives in this town. What? You want to go meet her? You know her? Yeah. Everyone calls her Lena. Hey, how'd you figure out her name anyway? No one told you, right? That's true. No one told me. Verbally. By pure chance, Zach and I happened to acquire this. We picked it up from the ground while the pastor was busy crying. Patty, this is a prescription for a female hormone medication. Which means this person is undergoing hormone treatment. Understand? It's the Oracle. This is the ticket to the goddess that we were meant to find at the White Hall. I just remembered something that Melvin said to me in the holding cell. Professor R isn't exactly a normal woman. Now it all makes sense, Patty. Lena Doman is the stylish woman we've been searching for. Professor R in the flesh. You know, Agent York, you might actually have some talent after all. Yes, I'll be honest with you, Patty. Both Zach and I are extremely talented. So I hope you can trust us and continue working as our assistant. Alles klar. Begeben sich zum Haus von Helena Dorman. Neue Mission wurde gestartet. Okay, let's go. Okay. Wo ist denn der Haus? Sieht man das irgendwo? Lena Dormans Haus. Das ist da in der Nähe.
Ich habe jetzt auch, glaube ich, alle Schnellreisen in der Stadt freigeschaltet. Glaube ich zumindest. Und für 2,50 $ und ich krieg irgendwie, was weiß ich, will mich mit Parfüm einsprühe, $30 oder was das waren. Also, come on. Kannst mir leisten, im Taxi zu fahren. 2,50 $, Alter. Das ist ja nix. So, wir looten erstmal den Briefkasten. Gewöhnliches Seil. Haus von Helena Dorman. The address on the prescription led us to this house. Seems like she ain't home. Nope. Wenn keiner da ist, können wir uns auch umsehen, oder nicht? Weil ich bin FBI-Agent. Aufmachen, FBI. Professor R's never home, you know. Patty, why do you know so much about Professor R? I don't know that much. Really. But you're the first person in town who mentioned her name to me. You also knew about San Rouge, didn't you? And when I tried to ask you more about it back then, you gave me an evasive answer. You're my assistant, aren't you? If you are, then you need to tell me everything you know about this case. Daddy don't like Lena. He said it's stupid for a man to want to turn into a woman. Oh boy, wir leben in 2025, komm mal klar. What? And he told me I ain't supposed to talk about her. He said that if you knew someone like her was living here, Agent York, you'd start to hate this town. That's ridiculous. Why would I ever hate this town? Because one of its inhabitants is transgender? Why in the world would that make a difference to me? Take this. The other folks in town said the same thing as Daddy. They all know about Saint Rouge and Professor R, and about how she's waging war against the Clarksons. But they all say we ain't supposed to talk about it. So, And here I'd assumed that ignorant way of thinking died out with the 20th century. Oh, York, du bist ein krasser Motherfucker. I guess I really am an outsider after all. I thought that everyone was cooperating with my investigation, but it turns out they were all hiding key information from me. Damn it, Zach. This just made me hate the countryside for the first time in my entire life. Das erste Mal, dass er wütend ist. Ja, ansonsten ist er halt immer weird, wie er sonst halt immer I'm drauf sorry ist. for being so loud, Patricia. But just remember this. Person's birthplace, nature, race, and physical features have no bearing on their value as a human being. We're always free, and we should respect each other just the way we are. Ja, genau, exactly. So you shouldn't Aber feel the mach need das to mal den hate Leuten Lena klar. for no reason. Von wegen, ist scheißegal, wie du aussiehst. Es interessiert mich nicht. Du kannst grün sein. So, du kannst pink sein. Du kannst, keine Ahnung, 5 Cocks haben und 7 Vulvas oder was weiß ich alles. I don't care, ist mir egal. Sei wie du willst. Sei glücklich damit. Sei zufrieden damit, was du bist und wer du bist. No matter what the people around you say, you can't let them control you. Oh Gott, so, ja, das ist halt so, weiß ich nicht. Landleute, was heißt Landleute, aber ja, Leute vom Dorf oder aus dem Dorf und vom Land da hingegen ein bisschen zu sensibilisieren, ist halt auch nicht besonders einfach, weil manche sind da auch so ein bisschen festgefahren in ihrer Meinung, vor allem halt auch in den USA. Es ist halt auch nicht so ein leichtes Thema, aber Sometimes things like vielleicht kommen wir common irgendwann mal sense dahin, and dass die decency meisten Leute can das end dann up halt auch deeply so hurting other people. sehen wie Agent York zum Beispiel, ne? I sincerely hope you don't forget that. Okay, I won't. Die Musik swingt mich gerade so mit. But
If Lena's committed a crime, that's a different story altogether. She may be a social minority, but she's still free and capable of knowing the difference between right and wrong. Professor R, I sincerely hope she's smart enough to understand that. Okay. Oh, nicht schon wieder, nicht. Schon wieder der. Not again. Listen to the two ends and drink dry the firewater. Do this and you will see the other world. Zach, did you hear that? It's another oracle. I assume this means we're getting closer to the truth. Well, this is good. We don't have any other big clues at the moment. What do you say we continue the skeletal gentleman's game? Okay, let's go. After I spent the 90s listening to nothing but punk rock, I fell out of touch with music. But the digital audio player I received last Christmas changed everything. Nowadays, people can walk around with thousands of songs in their pockets. You following me here, Zach? That's right. This oracle is connected to music. The two ends refer to neither periods nor a movie's credits. They refer to the last letter of the alphabet, Z. And what's a word that has two Z's in it? Jazz, of course. Remember, we're in Louisiana here. The firewater is even easier. It's alcohol. Let's go to that jazz bar and have a drink while we consider our next plan of action. Don't worry, this is all part of our job. Isn't it, Zach? Tja, wenn ihr die Spesenrechnung ans FBI sendet, das wird teuer. Okay, dann weiß ich zumindest jetzt, was als nächstes zu tun ist. Le Carré Tiger to DC Eagle. Le Carré Tiger to DC Eagle. Come in. What now? Daddy. DC Eagle here. Got any news for me? Well, Mr. York, we got ourselves a bit of a problem here. What sort of problem? Looks like Daniel's gathered up a group of people to help him find Galena's killer on his own. If the Clarksons get serious, they'll probably put an end to this case before we even know what hit us. And it sure won't be wrapped up the way you want it to, Mr. York. Yes, that certainly is a problem. Judging from Daniel's temperament, things are bound to get out of control. Melvin, I need to find Professor R as soon as possible. Professor R? That's right. That ain't such a good idea. I didn't ask for your personal opinion, Melvin. Especially if it comes from an antiquated, xenophobic way of thinking that's characteristic of rural towns. Whoa now, Mr. York. What's going on here? I didn't... This conversation is over, Melvin. You need to figure out what the Clarksons are planning. Call me again as soon as you know. Huh? Fine. Whatever you say. Also, sorry, but would you mind coming to pick up Patricia? I would never think to take an innocent girl like her into an adult watering hole. Yeah, you're right. CLG's still too young for that. Wait, Daddy! Agent York! I'm going too! Don't leave me out of this! No, Patricia. You signed a contract with me, remember? I promised to protect you from all the evil in our world. That's not what it means! Patty, you're smart. Shockingly so. But you're still a child. And there are certain things a child like you doesn't need to learn about yet. Just go home for today. Zach and I are both in agreement on this one. I'm so glad you understand, Patty. Okay, Melvin, that's that. I'm leaving her here. The rest is in your hands. Roger that. I'll take care of her, Mr. York. Oh Gott. Ja, sie bleibt dort stehen, wo sie ist. Aber sie ist ja nicht wirklich so ein Klotz am Bein, weil sie macht sich auch selten irgendwie
bemerkbar oder sonst irgendwas. Also sie existiert, sagen wir es so, aber mehr auch nicht. So, jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Am besten gehe ich hier zum Schnellreisepunkt. Das Owlsnest macht erst um 5 auf und wir haben 13 Uhr. Ich gucke dann mal, wie, hier. Ich gucke dann mal, wie viele Zigaretten ich dabei habe, um die Zeit ein bisschen rumzukriegen. Oh. So, ein paar Items mitnehmen, kann nicht schaden. Also vielleicht machen wir heute auch ein bisschen länger, weil ich fange mal ein bisschen später an. Plus heute ist der Feiertag gewesen. Beziehungsweise es ist noch Feiertag. Und deswegen dachte ich mir, wir nehmen uns heute etwas mehr Zeit für Deadly Premonition 2, damit wir auch hier gut Progress machen in diesem Spiel. Kann ich jetzt schon rein? Zach, it appears to be. Let's come back. Nö. Gut, hätte ja sein können. So, gucken wir mal. Das habe ich jede Menge. So. Da. Erstmal eine Rochen. Zeit vergeht. Wir ziehen die Zigarette auch, glaube ich, komplett durch. Ich glaube, es sind 3 Stunden, die vergehen. 3. Ach ja. Irgendwas ist passiert. Ich habe nur Niaung gehört. Look, Zach. That seat is beckoning us. Setzen die sich an die Theke, ja, das ist einfach. Hä? Schlaf und Sättigung geht eigentlich. Ich habe nur Niaung gehört. Ach so, das war wahrscheinlich das Geld fürs Hotel. Das könnte sein. Listen to the two ends and drink dry the firewater. Do this and you will see the other world. Hungen's oracle pointed us to this bar, so we must have to do something here. But I feel like the firewater part is missing something. Finden Sie die Singularität. Leier. Tageskarte. Da steht etwas mit Kreide geschrieben. Wird wohl der heutige Spezialcocktail sein. So ausgefallen Xavier auch ist, Feuerwasser steht bei ihm nicht auf der Karte. Und das bedeutet, wir müssen woanders weitersuchen, Zack. Hä? Go. Zach, do you see that? It's a gigantic go sign. I think someone's trying to send us a very powerful message here. That settles it. Life would ever hate this color. Or would they? Maybe. Maybe not. But I know of a drug with a red color that certainly doesn't signify life. It sometimes even steals the lives of those who drown themselves in it. Catch my drift? Before a candle's flame burns out, it burns brighter than ever before, blazing like a shining red star. Don't you think that instant is more valuable than a century of smoldering?
that blaze doesn't cast out the darkness. It only emphasizes it. But where are my manners? I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. Let me get straight to the point. You were present when Lise Clarkson was murdered, and you were also involved with Galena Clarkson's death. Correct? Agent Morgan, are you a man who can hold his liquor? I'd love some firewater. We're similar, you and I. Really? I don't see the resemblance. Well, you should. Look deeper. Think about who you were when you were first born, and who you are now. Different selves exist inside your body. Are you talking about Zach? Netter Trick. I was born as a man, but in my heart, I wasn't so. And this is a small town. I experienced far more scorn and discrimination